BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das letzte Bundesligaspiel steht schon auf dem Programm. Es geht gegen Werder Bremen. Alles dazu und natürlich einen kleinen Blick Richtung Berlin in eurem Feiertagsmagazin. Endspiel vor dem Endspiel. Schwarz-Gelb will Platz 3 und den Pokal. Mit verbundenen Augen, neue Abteilung zu Gast bei den Profis. Der Mann für die wichtigen Tore, stärker denn je, unsere Nummer 11 zu Gast bei Nobby. Ja, und ich freue mich natürlich riesig, dass unser Marco am letzten Spieltag der Bundesliga zu uns in unser Studio gekommen ist. Ich bin hoch erfreut. Finde es ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr Marco, gerne, Nobby. ein bisschen mit mir plauderst über die letzten beiden Spiele. Wir haben ja nicht nur ein Finale, im Prinzip haben wir ja zwei Finale. Einmal um Platz 3, einmal um den DFB-Pokal. Aus deiner Sicht, warum werden wir beide Spiele gewinnen? Weil wir eigentlich zuletzt sehr gut drauf waren. Gut, in Augsburg haben wir jetzt, glaube ich, nicht unser bestes Spiel gezeigt. Aber wir wissen natürlich jetzt, was jetzt auf uns zukommt und ja, dass wir natürlich gefordert sind. Und meistens in den Fällen, wo das der Fall war, da haben wir dann auch gezeigt, dass wir da sind. Und ja, wir freuen uns, dass wir das letzte Heimspiel der Saison hier bestreiten dürfen zu Hause. Und ja, da wollen wir natürlich den 3. Platz festigen. Und dann eine Woche später mal wieder Berlin. Berlin. Mal wieder nach Berlin. Wieder. Da wollen wir natürlich dann endlich den Sack zumachen und den Pokal endlich wieder nach Dortmund holen. Das sind jetzt wirklich zwei super wichtige Spiele. Ergreifst du dann auch schon mal das Wort als Erfahrener und sagst du dem einen oder anderen Jungen noch, wie wichtig die Spiele sind? Ja, also es war eigentlich direkt nach dem Halbfinale gegen Bayern, wo wir dann in der Kabine waren, haben schon einige Jungs gesagt, wenn wir den Pokal holen, das werdet ihr nie vergessen. Und ja, bis dahin ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt erstmal Bremen vor der Brust und das wird schwierig genug. Aber wir sind sehr gut vorbereitet und zu Hause sind wir ja noch ungeschlagen seit mehreren Spielen und ja, damit wollen wir auch die Saison dann auch beenden. Am Samstag war das letzte Ligaspiel oder haben wir das letzte Ligaspiel einer wirklich sehr, sehr langen Saison. Werder Bremen kommt in unser Stadion und es geht wieder einmal um alles. Das Finale an Spieltag 34. Es geht um Platz 3. Trotz des Dämpfers in Augsburg, der BVB hat es weiter selbst in der Hand. 3 Zähler im Signal Iduna Park holen und die Champions League ist gesichert. Doch auch Gegner Bremen braucht die Punkte für Europa. Im Hinspiel hat Schwarz-Gelb gewonnen, doch die Grün-Weißen haben der Borussia alles abverlangt. Also Jungs, nochmal Vollgas geben für die Königsklasse im Endspiel vor dem Endspiel. Ja, das Endspiel vor dem Endspiel. Wir haben es ja eben schon mal gesagt, geht gegen Werder Bremen. Ich glaube, ihr seid jetzt fokussiert auf das Spiel. Aber wenn man den 3. Platz so sichern würde, wäre das sicherlich auch nicht von Nachteil für das Pokalendspiel. Nein, generell ist es kein Nachteil, wenn du, sag ich mal, vor dem Endspiel in Berlin die Saison positiv beendest und vor allem dann mit dem Sieg und dann den direkten Qualifikationsplatz für die Champions League, das ist unser Ziel und ja, dem wollen wir natürlich gerecht werden, aber es werden sehr harte 90 Minuten. Bremen war in den letzten Spielen sehr gut drauf, sie haben jetzt zwar 2 Spiele, glaube ich, hintereinander verloren, aber sie werden auch nochmal alles abrufen, weil es das letzte Spiel ist und ist ja natürlich klar. Aber wir sind natürlich gefordert und wir vertrauen ganz klar in unsere eigenen Stärken und dann werden wir auch Bremen zu Hause schlagen. Sie haben sich von 15 auch auf 8 hochgearbeitet, schnuppern noch an den europäischen Plätzen. Was hat die Jungs so stark gemacht in dieser Phase? Ich glaube, die waren von Anfang an der Rückrunde waren sie einfach gefestigter, hatten vielleicht einen besseren Plan.
haben dann natürlich auch, was einfach das Wichtigste ist, die Tore erzielt. Und wenn du das machst und hinten dann einigermaßen gut stehst, dann gewinnst du die Spiele. Und sie hätten, glaube ich, dann irgendwann von 10 Spielen 8 gewonnen und 2 unentschieden. Das war schon eine starke Bilanz und sind auch in der Rückrundentabelle oben dabei. Und ja, da kann man nur den Respekt zollen. Trotzdem ist natürlich was anderes, wenn du dann hier in Dortmund spielst gegen uns und das wollen wir dann auch im Platz zeigen. Es geht gegen Bremen. In der Liga gegen Bremen seid ihr seit 2 Jahren umgeschlagen und zu Hause gegen Bremen sogar seit 10 Jahren. Da muss die Vorfreude doch an für sich groß sein. Und ich glaube, unsere Fans, die freuen sich ja auch auf so ein Endspiel. Ja, absolut. Wir hatten es ja vor 2 Wochen schon gegen Hoffenheim, wo es ein kleines Endspiel war, was sehr wichtig war, dass wir das gewonnen haben. Und ja, wie ich das schon gesagt habe, ist unser letztes Heimspiel in der Saison. Und da wollen wir uns natürlich noch mal ordentlich von den Heimzuschauern, sag ich mal, verabschieden in der Saison, die nicht nach Berlin kommen können. Und ja, da wollen wir natürlich einiges zeigen und es zählt am Samstag einfach nur der Sieg. Wir wollen natürlich den nächsten Heimsieg einfahren und ganz wichtig dabei, dieser junge Mann direkt neben mir. Und wie wichtig Marco für unser Team ist, schauen wir uns jetzt mal an. November 2016, Traum-Comeback mit 3 Toren in der Champions League. April 2017, Traum-Comeback mit Tor nach 3 Minuten in der Bundesliga. Wann immer Marco Reus in dieser Saison am Boden war, er ist stets aufgestanden und stärker zurückgekommen. 18 Scorerpunkte in 22 Spielen, eine überragende Quote. Marco ist so ein wichtiger Faktor für unser Spiel, an Torbeteiligungen, an Selbstvertrauen, an dem, wie seine Mitspieler auf dem Feld stehen, wenn er dabei ist. Dortmunds Nummer 11, der Mann für die ganz wichtigen Momente im BVB-Spiel, mit einer besonderen Spezialität. Marco Reus ist Mr. 1:0. 4 seiner 5 Bundesliga-Tore in dieser Spielzeit erzielte er zur schwarz-gelben Führung. Gegen Werder Bremen gelang dem Nationalspieler sogar schon 3-mal das wegweisende 1:0. Und für die letzten beiden Saisonspiele gilt ja ohnehin, dass ausnahmsweise mal aller guten Dinge 4 sind. Ja, das hat Nuri vor ein paar Tagen gesagt. Aller guten Dinge sind 4. Ja. Dann mach morgen bitte. Ja, morgen und dann Das eine Woche später auch. Ist ja auch dann. Auch. Immer. Kannst auch 2 und 3-0 machen. Ja, klar. Habe ich auch nichts gegen. Nein, ich versuche der Mannschaft natürlich so schnell wie möglich auf dem Platz zu helfen. Weil vor allem am Anfang oder das erste Tor, sag ich mal, was erzielt wird, ist für uns natürlich extrem wichtig, weil es einfach das Spiel dann einfach auch verändert, für uns dann auch und einfacher macht. Von daher, wenn man in den ersten Minuten die Chance hat, dann ja, es wäre natürlich super, wenn man die dann direkt macht. Und es macht unser Spiel dann einfach einfacher und ja, vor allem am Samstag wäre das natürlich sehr wichtig. Ja, ein alter Trainer von mir hat mal gesagt, vielleicht kommst du ja in die Situation, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball schießen einfach. Und dann holen wir im 4. Anlauf jetzt endlich den Pokal, Marco. Ja, klar, auf jeden Fall. Ist alles gegeben. Wir freuen uns unheimlich auf Berlin wieder mit den Fans dort. Es war in den letzten Jahren auch schon grandios, wie sie uns da unterstützt haben, auch wenn es in die Hose gegangen ist in den letzten Jahren. Aber diesmal sind alle guten Dinge 4 in Berlin und ja, dieses Jahr packen wir es. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass dich nervt. Oh, erster Titel und so. Oder motiviert das noch zusätzlich? Ja, natürlich ist es auch eine Motivation, ist doch ganz klar. Endlich mal den ersten Titel mit dem BVB zu holen. Vor allem, weil wir uns, sag ich mal, es einfach verdient haben in den letzten Jahren. Seit dem Champions League Finale, wo wir auch schon nah dran waren, dann uns ein bisschen die Kräfte ausgegangen sind in den letzten Minuten und danach die Pokalfinals, vielleicht ausgenommen Wolfsburg. Wo wir da ein bisschen, alle komplett gestrichen. Ich habe ja aus dem Kopf gestrichen. Wo wir ein bisschen selber schuld waren, aber jetzt ist wieder ein anderes Spiel. Frankfurt ist auch eine sehr unangenehme Mannschaft, ganz klar, und sie werden sich auch sehr speziell auf uns vorbereiten, genauso wie wir auf sie, und ja, wir sind Borussia Dortmund und
unser Ziel ist es, dieses Jahr den Pokal zu holen. Du warst dieses Jahr ja auch leider ein paar Mal verletzt, das war ja alles grausam. Jetzt haben wir noch 2 Spiele. Wie ist so dein Zustand, so innerlich von dir? Bist du 100% fit, 100% bereit, alles in die Waagschale zu werfen, um die letzten beiden Spiele zu holen? Ja, natürlich. Sag ich mal, natürlich ab dem Zeitpunkt dann, wo wir im Halbfinale gegen Bayern gespielt haben, natürlich war die Fokussierung dann für mich auch nicht hauptsächlich, aber sehr gegeben auch einfach auf das Pokalfinale, sich körperlich einfach so vorzubereiten, dass man in der Woche einfach sich topfit fühlt und ja, vom Kopf her auch frei ist. Und ja, das habe ich getan und ich freue mich, dass ich jetzt über einen längeren Zeitraum in Anführungsstrichen gesund geblieben bin und freue mich auch unheimlich auf die Sommerpause. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil ich ja, sehr froh bin, dass ich ein paar Wochen mehr Zeit habe, um meinen Körper einfach mal regenerieren zu lassen. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die neue Saison, ja, damit man da mit neuer Energie reinstarten kann. Ich glaube, wenn einer eine Sommerpause verdient hat, also dann bist du das, 100%. Aber auch neben dem Platz war jede Menge los bei unserem geliebten Verein und alles dazu im Spielfeldrand. Erfahrung der besonderen Art. Für Marcel Schmelzer und Roman Weidenfeller stand eine gemeinsame Trainingseinheit mit blinden Fußballern auf dem Programm. Dabei hatten die beiden Profis jede Menge Spaß mit ihren sehbehinderten Kollegen und konnten sich hautnah von deren Fähigkeiten überzeugen. Blindenfußball ist seit Anfang des Jahres Teil der BVB-Familie. Am 27. Mai beginnt für die Mannschaft die neue Saison in der Blindenfußball-Bundesliga. Borussia Dortmund hat den Sportwettenanbieter bwin als neuen Champion-Partner gewonnen. Beide Unternehmen beschlossen eine vorerst auf 4 Jahre angelegte Partnerschaft. Das Besondere an der Zusammenarbeit: Der Partner bwin will die BVB-Fans intensiv ins Sponsoring einbeziehen. Mit Teddy de Beer auf Tour, das Borussen-Urgestein unterwegs im Dortmunder Süden mit Moderator Josef Schneck. Die beiden bewundern dabei spektakuläre Aussichten und liefern jede Menge interessante Einblicke ins Privatleben des Ex-Keepers und jetzigen Torwarttrainers. Das alles gibt es zu sehen in der neuen Ausgabe von Die Sparda-Bank bewegt. Ja, Blindenfußball gehört ja mittlerweile zum BVB, zu Borussia Dortmund. Hast du das schon mal probiert? Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich stelle mir es sehr, sehr schwierig vor. Ja. Erstaunlich, was die Jungs und Mädels da so leisten. Ne? Ja, ist brutal. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen und man kann sich da auch nicht hineinversetzen, wie das so ist. Von daher gilt da mein größtmöglicher Respekt einfach an die Jungs und an die Mädels oder ja, die es dann auch vielleicht einfach probieren und ist schon stark, ja. Du weißt, was jetzt kommt? Ja, sehr gerne. Komm. Tor oder kein Tor? Marco, pass auf, es ist so, ich muss dir noch was erklären. Ich bin an für sich uneinholbar vorne. Oh. Was dich, denke ich, nicht wundert. Nein, natürlich nicht. Da haben wir aber gesagt, das kann nicht so sein. Wenn Marco schon mal hier ist, muss er ja auch die Chance haben, für das ganze Team zu gewinnen. Also gibt es beim letzten Tor oder kein Tor für jede richtige Antwort 3 Punkte. Oh. Und wie viel bist du denn vorne? Müsste ich jetzt selbst auch mal kurz nachfragen. 5 bin ich, glaube ich, vorne. Okay. Ja. Ich sage jetzt einfach immer das Gleiche wie du und dann gewinne ich. Das ist klar, aber das mache ich nicht. Nee, ich will mir schon fair bleiben. Ne? Du möchtest auch gern gewinnen, ne? Ja, natürlich. Für die Mannschaft. Ich glaube, letztes Mal habe ich dich auch geschlagen. Ne? Vernichtend. Ja, 3-1 hast du mich fertig gemacht hier. Damit hättest du gewonnen. Ja gut, dann fangen wir an. Ich bin gespannt. Sigi hält mit dem rechten Fuß. Das ist auch schwer. Was sagst du denn? Ich sag kein Tor. Ja, das wollte ich jetzt auch sagen. Das ist ja wieder blöd. Dann muss ich ja Tor sagen, also gut. Nachschuss zählt nicht, ne? Nur der Freistoß, ne? Ach, das ist doch alles. Da sind es noch 2 Punkte!
Das kann doch nicht sein, dass Markus jetzt so eine ganze Saison von quasi, Dilettanten rausreißt. Ja. Jan Koller. Das musst du erst sagen. Ich sag kein Tor. Ja, ich sag auch kein Tor. Muss ich sagen. Weil der Ball geht wirklich nicht rein. Sorry, Jan Koller. Der hat aber viele gemacht, ne? War das Schein? Ja. Scheiße, der geht Ey, wirklich wir rein. sind zwei blinde Stürmer. Es läuft auf ein Finale hinaus. Scheiße. Finale Torsaison 2016, 2017. Kann ich mich am letzten Spieltag durchsetzen? Ach du Scheiße. André Ekli. Die müssen wir nochmal zeigen, bitte. Ja, die müssen wir doch nochmal zeigen, ehrlich. Das ist die allerletzte Szene des Jahres. Es geht um ganz viel. Der kann, weißt du was? Der kann ganz hinten in die Ecke gehen und sich senken. Er kann er aber sieht auch so aus, als wenn er nicht reingeht. Deshalb sage ich, er geht rein. Ja, um zu gewinnen muss ich ja sagen, er geht nicht rein. Deshalb sage ich, also du sagst, er geht rein. Ja. Ich sage, dann geht er nicht rein. Wir werden das Jahr doch nicht mit einem... Ja, er geht rein, aber ich sage, er geht nicht rein. Aber das sieht so aus von der Flugkurve. Nein, der war nicht drin. Der war nicht drin. Nomi, ja! Das gibt's doch nicht. Ja? Ja, jetzt fotografiert er das auch noch. 48:49. Ich habe verloren. Ich finde, die Regelung war nicht gut. Er hast du dir ausgesucht. Nee, ich habe nichts. Plötzlich Ach so, gestern wurde mir das gestern. mitgeteilt. Na gut. Du wirst auf keinen Fall beim letzten Spieltag eingeladen. Nächstes Jahr, da geht es wahrscheinlich dann um 6 Punkte pro Tor. Wahrscheinlich. Jetzt bin ich der Bedröppelte. So, ich habe noch was für dich. Oh, Du hast ja das Hemd schon beim Shooting richtig. gesehen, angehabt. Wie findest du es? Schön. Ich auch. Richtig schön. Richtig tolles Trikot. Mit Marco Leus. Das haben wir in ein paar Wochen wieder. In Ne? ein paar Wochen, wollte ich gerade sagen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das war das Feiertagsmagazin 2016, 2017. Mir hat bis auf die letzten Sekunden sehr viel Spaß gemacht. Nein, natürlich, es hat mir riesig Spaß gemacht und wir werden sicherlich nächstes Jahr auch wieder Tor oder kein Tor spielen. Und das verspreche ich euch, dann werde ich gewinnen. Marco, wir drücken euch die Daumen. Für Dankeschön. morgen, natürlich für Berlin. Ich werde ja immer dabei sein und du kennst mich seit vielen Jahren. Ich bin wahrscheinlich aufgeregter als ihr alle, weil das geht mir echt an die Nerven. Und ihr zu Hause, ihr drückt die Daumen für die beiden Spiele. Dir, dass du nie wieder verletzt bist in deinem Leben und dass wir so einen schönen Saisonausgang haben. Hoffen wir's. Danke. Tschüss, macht's gut. Vielen Dank nochmal, Marco. Gerne.